Willkommen! Kennt ihr Therese aus dem Winkel? Sie war eine deutsche Malerin, Harfenspielerin und Schriftstellerin in einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zu Akademien hatten. Dank Talent und familiärem Rückhalt fand sie dennoch ihren Weg in die Kunstwelt. Als Kopistin, großer Meister, erarbeitete sie sich Anerkennung. Und doch wagte sie kaum, eigene Werke zu schaffen. Sie bewegte sich zwischen Anpassung und Aufbruch, Malerin, Musikerin, Schriftstellerin, in einer Epoche, die Frauen lieber am Klavier als an der Staffelei sah. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Geboren 1779 in Weißenfels als Tochter eines Offiziers, wuchs sie nach der Trennung ihrer Eltern im Haus der Großmutter in Dresden auf. Sie erhielt privaten Harfen- und Malunterricht, was ihr wohlhabendes Elternhaus ermöglichte. Mit 20 Jahren war sie kurz mit dem Musikschriftsteller Friedrich Rochlitz verlobt und 5 Jahre später trat sie erstmals öffentlich als Harfenistin auf. Danach reiste sie mit ihrer Mutter nach Paris ins Musée Napoléon, dem heutigen Louvre, um dort die Werke der großen Meister zu studieren. In Paris begegnete sie auch dem Maler Jacques Louis David, der ihr Talent erkannte und sie zu eigenen Werken ermutigte. Doch sie blieb bescheiden und wollte nur brav und im Geiste der alten Meister kopieren lernen. Sie gewann mit Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg einen Förderer und wurde über Karl August Böttiger bald eine gefragte Korrespondentin in Weimarer und Dresdner Kreisen. Auch veröffentlichte sie unter den Pseudonymen Komala und Theo Rosa. Nach dem Tod ihres Vaters und dem Verlust des Vermögens finanzierte sie sich mit Harfenkonzerten und Malaufträgen. Ihre Harfenkunst brachte sie auf Reisen nach Heidelberg, wo sie dem Dichter Achim von Arnim begegnete, nach Stuttgart, wo sie vor dem Bildhauer Dannecker auftrat, und schließlich nach Weimar, wo sie Johann Wolfgang von Goethe und Adele Schopenhauer persönlich traf. Zurück in Dresden präsentierte sie ihre in Paris entstandenen Arbeiten in einer eigenen Ausstellung und zeigte Kopien nach Leonardo da Vinci, Raphael, Correggio, Bellini, Rubens und anderen großen Meistern ihrer Zeit. 1867 starb sie mit 87 Jahren unverheiratet und kinderlos in Dresden. Doch mit den 127 Gemälden, die sie der Stadt Bautzen vermachte, wollte sie ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Aber viele von ihren Werken wurden verkauft, um im Gegenzug Originale namhafter Künstler zu erwerben. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil war von äußerster Präzision und Hingabe geprägt. Sie suchte nicht die Originalität, sondern die Treue zum Vorbild, eine Bescheidenheit, die zugleich ihre Stärke war. In einer Zeit, die weibliche Selbstverwirklichung misstrauisch sah, erhob sie das Kopieren zur Kunst. Ihre Motive blieben den großen Vorbildern verpflichtet: religiöse Szenen, Renaissance-Porträts und Idealbilder der Klassik. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Kopie des Kreuzes an der Ostsee nach Caspar David und die online nicht verfügbaren Porträtkopien der Weimarer Klassiker nach Gerhard von Kügelgen, dessen Porträt sie auch kopierte. Darüber hinaus schuf sie meisterhafte Reproduktionen nach Gideo, Reno, Carracci, Da Vinci, Raphael, Rubens und vielen mehr und bewies damit ihr außergewöhnliches Können als Kopistin der großen Meister ihrer Zeit. Obwohl sie als Kopistin berühmt wurde, schuf sie auch eigene Werke: feinfühlige Porträts, religiöse Szenen und allegorische Darstellungen, die mit psychologischem Scharfsinn und malerischer Zartheit bestechen. Mit 127 Gemälden, die sie der Stadt Bautzen als Lebenswerk schenkte, begründete sie einst die dortige Kunstsammlung. Doch ihr Name fehlt bis heute auf der Webseite des Museums. Sie war einst der Ursprung der Sammlung, bleibt aber auch heute noch im digitalen Schatten der alten Meister. Es ist wirklich an der Zeit, ihr Werk und ihren Mut als Künstlerin des 19. Jahrhunderts neu zu würdigen. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Therese aus dem Winkel gefallen hat. Wenn ja,
Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.